Heute geht es für uns fast 1000 Kilometer weiter Richtung Amazonas. Eigentlich nur eine lange Fahrt. Doch schon nach kurzer Zeit merken wir, Autofahren in Brasilien kann richtig gefährlich sein. Warum ausgerechnet diese Straßen so tückisch sind, verstehen wir erst unterwegs. Und das bleibt an diesem Tag nicht unser einziges Problem. Seit 3 Jahren reisen wir kreuz und quer durch Südamerika. Wir sind Alessandra und Björn. Mit unserer Hündin Mali reisen wir in einem 42 Jahre alten VW-Bus T3. Wenn du mehr von uns sehen möchtest, folge unserem Kanal. Der Abschied fällt uns nicht leicht. Wir lassen einen wunderschönen Ort und viele neue Freunde hinter uns. Doch unser Ziel liegt noch weit entfernt. Vor uns liegen unzählige Kilometer auf den brasilianischen Fernstraßen. Eigentlich wollten wir heute richtig Strecke machen. Aber schon nach kurzer Zeit wird klar, dass das deutlich schwieriger wird als gedacht. Ihr seht ja, wir stehen. Wir haben zwar schon einige Kilometer geschafft, aber mit diesen einspurigen Straßen hier in Brasilien bedeutet das natürlich, wenn Baustelle ist, nicht wie bei uns 80 und dann wird es auf eine Spur verengt oder auf 2, dann ist ein bisschen Stau, nö. Hier wird einfach abgestoppt und dann wartet halt eine Seite und die eine Seite fährt durch und wenn die eine Seite durchgefahren ist, dann darf unsere Seite wieder fahren. Und das kommt noch dazu. Also wir fahren sowieso schon nur mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 60 und dann kommen eben noch diese Stopps. Wie lange man hier steht, weiß man gar nicht. Es kann manchmal richtig lange gehen. Also Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem, wie viel Verkehr ist. So, und jetzt mal warten und dann machen sie irgendwann wieder auf. Schon kurz nach unserer Abfahrt merken wir, dass wir heute deutlich langsamer vorankommen als geplant. Vor uns zieht sich der Verkehr kilometerweit hin. Die Straße ist voll mit Lastwagen, einer nach dem anderen. Dazu kommt die Hitze. Wir stehen mitten in der Sonne und in unserem alten Bus wird es schnell unangenehm warm. Was uns besonders auffällt, ist die Menge an LKWs. Diese Straße scheint eine der wichtigsten Verbindungen für den Güterverkehr in dieser Region zu sein. Schwere Transporte, landwirtschaftliche Produkte und Waren aller Art werden hier über hunderte Kilometer bewegt. Die Straße ist größtenteils einspurig und immer wieder kommen uns große LKWs entgegen. Überholen ist oft nicht leicht und jede schwierige Situation verlangt unsere volle Aufmerksamkeit. Während wir weiterfahren, verändert sich die Landschaft kaum. Kilometer um Kilometer geht es durch eine riesige Agrarlandschaft. Endlose Felder bestimmen das Bild. Die ursprüngliche Natur ist hier fast vollständig verschwunden. Was uns hier jetzt schon auffällt, ist, dass Brasilien auf den Autoverkehr ausgelegt ist. Es gibt überall Tankstellen und der Diesel ist günstig. Wir zahlen hier für 34 Liter etwas weniger als 50 €. Und Volkswagen ist hier allgegenwärtig. So, jetzt mal Pause. Wir kommen so langsam voran. Ja, wirklich unglaublich. Dafür läuft das Auto gut. Also keine rote Leuchte. Wir haben 0,6 Liter Öl auf 1000 Kilometern verloren. Das ist für einen AFN super. Im Rahmen. Der Druck, wir kommen voran. Gut. Was man aber echt sagen muss, in Brasilien, die Brasilianer, die haben schon sehr, sehr gutes Essen. Aber die haben auch sau viel Industriefressen. Also das ist so alles so aus Großbäckereien mit, weiß ich was, nicht viel Zusätzen. Und ich habe jetzt durch Paraguay bestimmt ein halbes Jahr überhaupt gar keine Zusätze mehr in meinem Körper drin. Ich habe so gesund gegessen. Alles unverarbeitete Lebensmittel größtenteils. Und jetzt merkt man so richtig seit 2 Tagen, dass mein Darm rebelliert und mein ganzer Bauch und alles aufgebläht ist, weil es einfach so ein Schrott ist. Und auch überhaupt gar nichts meiner Diät passt. Ja, das muss ich ganz schnell wieder einstellen, sonst sehe ich wieder aus wie so ein Planet. Na? Du kriegst eh nichts, du bist auf Diät. Na, was sagst du zum Industriefutter? Ja. Naja, die Empanadas waren in Paraguay besser, ne? Unbedingt. Ja. Aber man kann es essen. Ja. Was ist das bei dir? Eine Pizzatasche? Keine Ahnung, du hast gekauft. Also Mozzarella-Tasche mit Jamon. So, und da stehen wir wieder. Nächste Baustelle. Ja. So, aber wir kamen jetzt wirklich gut durch. Man soll ja nicht rummeckern. Also jetzt ging es wirklich mal schnell voran. Und wir haben jetzt heute noch 160 Kilometer. Dann sind wir da, wo wir hinwollen. Wir wissen ja nicht, ob es gut ist, aber da ist unser Schlafplatz, den wir angepeilt haben. Insgesamt sind es ja noch über
900 Kilometer waren es bis zur letzten Stadt vom Pantanal. Und dann kommen ja nochmal, da kommen glaube ich nochmal 300-400 Kilometer, bis wir wirklich an der Transpantanera sind. Genau. Das heißt, wir haben also noch eine ganze Ecke vor uns. Und dann sind wir auch komplett in der Wildnis, also komplett raus. Dann ist hier auch keine Landwirtschaftswüste mehr. So, diesmal stehen wir in der ersten Reihe. Ganz vorne bedeutet aber auch, dass es länger dauert. Endlich geht's weiter hier. Pharmakil. Ist das ein Fahrkacke? Ja. Bella Grande ist das wieder, ne? So, angekommen. Für heute reicht's. Keine Lust mehr. Wir haben wieder einen coolen Platz hier an der Kirche, mitten in der Stadt. So ein kleiner Stadtpark ist es. Muss jetzt auch nichts Besonderes sein. Hauptsache, wir haben es grün für Mali. Und wir stehen hier relativ sicher. Gefällt's dir? Ist gut? Ja, ne? Geht, ne? So, und hier bleiben wir jetzt heute Nacht und morgen geht's dann auch schon weiter. Ich muss sagen, die Städte in Brasilien, die Innenstädte, die sind sauber. Also das ist schon richtig, das ist hier richtig ordentlich. Hier liegt gar nichts rum. Kein Kronkorken, kein Papier, nichts. Also wirklich richtig schön. Ey, guten Morgen. Mach ich hier noch was kaputt? So, gut. Guten Morgen. So, Start nochmal. Ey, richtig krass. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Ich kann es leider nicht filmen. Ich würde es euch so gern zeigen. Es ist nicht filmbar, weil es zu weit weg ist und zu schnell. Wir sind hier in einem kleinen Dorf, hier direkt neben so einem Imbissstand am Marktplatz oder mitten in der Marktplatz. Jetzt sind wir mitten in der Stadt halt. Und das ist so ein Platz halt, wo eine Kirche ist und ja, alles gut. Und heute Morgen fliegen hier Vögel drüber. Ich höre auch schon so, dass Papageien sind. Da gucke ich hoch, denke so, gelbe Papageien, was sind das für Papageien? Blaue Aras. Echt blaue Aras, ja, die sind ja nur vom Aussterben bedroht. Und riesige blaue Aras kreisen hier den ganzen Morgen um den Platz rum. Das ist so wunderschön, das haut mich ja so dermaßen aus den Socken. Absolut geil. Ja, Brasilien, also wir werden hier gerade begrüßt in einer Art und Weise, ist unglaublich. Gestern waren 2 rote Aras hier. Habe ich schon gedacht, das ist ja was ganz Geiles. Aber jetzt kommen hier echt blaue Aras. Also wirklich unglaublich. So, richtig cool. Wir packen jetzt unseren restlichen Kram zusammen, bauen unser Chaos da wieder sozusagen fahrbereit. Baby, bist du fahrbereit? Ja. Wunderbar, dann geht's jetzt los. So, alles einpacken und dann, wie viele Kilometer machen wir heute? Was haben wir gesagt? Ja, 400. 400, ja? Ja, vielleicht. Okay. 400 Kilometer Landstraße, immer weiter Richtung Norden, immer weiter Richtung Pantanal. So, wir sind unterwegs. Auf Richtung Norden in die Wildnis. Total geil. Und man muss in Brasilien echt aufpassen, weil ich glaube, Brasilien ist das Land mit den meisten Blitzern. Also Deutschland hat ja schon viele nervige Blitzer und es wird viel Geld über Blitzer verdient. Aber hier geht es nicht ums Geld verdienen, sondern hier steht wirklich im Ortseingang, im Ortsausgang immer ein Blitzer. Sie warnen auch vorher, das sieht man dann schon so, ja, 1 Kilometer vorher, jetzt kommt Blitzer und dann nochmal 300 Meter vorher und nochmal 100 Meter vorher. Ist jetzt nicht so, dass die einfach nur Geld scheffeln wollen, sondern die wollen einfach, dass man nicht durch das Dorf knallt. Richtig so. Also muss man schon stetig aufpassen, auch auf der Autobahn kommen immer wieder Stellen, das ist eigentlich 110, aber dann kommt eine Stelle Blitzer und dann wird es einfach auf 60 runtergebremst, wird auch angezeigt und dort wird dann mit 60 geblitzt, obwohl die ganze Zeit 110 ist. Also man muss ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht auf der Strecke recht viel Geld lässt. Wir wissen auch gar nicht, wie das läuft, ob wir jetzt beim Rausfahren zum Beispiel denn sozusagen noch mal zahlen müssen oder ob die uns gar nicht rechnen, weil wir ja Europäer sind mit unserem Nummernschild. Keine Ahnung. So, jetzt machen wir erstmal ein paar Kilometer hier. Wir überqueren Flüsse und fahren durch eine riesige offene Landschaft. Doch schon nach wenigen Kilometern merken wir, diese Straßen haben ihre ganz eigenen Herausforderungen. Viele der Fernstraßen hier in Brasilien sind über lange Strecken nur einspurig ausgebaut. Und diese eine Spur teilen wir uns mit unzähligen Lastwagen. Einer nach dem anderen kommt uns entgegen oder zieht an uns vorbei. Gerade mit unserem alten Bus ist jede Überholaktion eine kleine Herausforderung. Wir müssen lange warten, den Gegenverkehr genau beobachten und den richtigen Moment abpassen. Denn wenn uns gleichzeitig ein LKW entgegenkommt, bleibt kaum Platz zwischen den Fahrzeugen.
Das eigentliche Problem ist also nicht nur die Entfernung, sondern die Kombination aus schmalen Straßen, viel Schwerlastverkehr und hohen Geschwindigkeiten. Fehler können hier schnell gefährlich werden. Jetzt verstehen wir auch, warum viele Reisende vor den brasilianischen Fernstraßen warnen. Die Strecken sind endlos, der Verkehr ist gewaltig und jede Fahrt verlangt volle Aufmerksamkeit. Ja, fuck. Also dann auch gleich die erste Panne sozusagen. Also Panne eigentlich nicht. Ich habe nur gehört, dass der Turbo so ein bisschen pfeift, dass ich den lauter höre als sonst. Schon zu Alessandra gesagt, irgendwo kommt da wieder Gas an der Seite raus. Ja, und jetzt gucke ich unterm Auto und jetzt kommt direkt Richtung Ölleitung vom Turbo gegen die heißen Abgase raus. Das ist super gefährlich, weil wenn das Öl in dem Turbo, also wenn das Öl verbrennt in diesem Schlauch, der zum Turbo geht, also in diesem Rohr, und es zu heiß wird und das Öl da drin anfängt zu verbrennen, dann kommen Rußteile in die Lagerung des Turbos und das macht den Turbo kaputt. So, das haben wir schon mal gehabt, deswegen habe ich jetzt gleich gesagt, stopp, wir ändern das. Ja, aber um diese dritte Schraube beim Abgaskrümmer festzuziehen, da kommt man einfach nicht ran beim AFN-Motor. Das ist einfach total kacke gelöst. 2 sind von unten und eine ist von oben. Und die von oben, die muss ich anziehen. Und dafür muss ich erstmal was wegbauen. So, das nervt mich jetzt, aber wir müssen es machen, weil sonst geht das Auto kaputt. Also sitzen wir jetzt hier im Schatten und reparieren die Kiste. Du bist so dreckig, Mali. Was hast du gemacht? ¿Quieres repararlo? Ja, Weltmeisterleistung, die Schraube anzuziehen. Ich mache jetzt Aluband um die Ölleitung drumherum, dass da noch reflektiert und nicht so heiß wird. Und dann ist gut. Schön. So, fertig. Ja, total krass. Am unserem Abgaskrümmer, das ist sowieso so ein bisschen blöd, aber ich habe es hingekriegt und war so schwierig, darauf zu kommen, auf diese, also es gibt 2 Muttern, da kommt man leicht hin, aber auf die Schraube von oben kommt man sehr schwer hin. Habe ich beim letzten Mal in Cordoba, wo uns der Turbo kaputt gegangen ist, nicht hingekriegt. Und heute habe ich echt gebetet, ich habe gesagt, komm, probier es nochmal. Wenigstens einmal Knack an der Knarre. Wenn es einmal macht, dann kann ich ja drehen. Und es hat echt einmal Klack gemacht. Also habe ich jetzt Klick, Klick, und das Ding festgezogen. Das hat geklappt. Und das Aluband, das mache ich so dick um die Ölleitung drum, dass da halt, wenn da mal richtig heiße Luft doch noch mal raufkommt, das nicht gleich das Öl aufheizt. So, fertig, ist gemacht. Jetzt nehme ich eine Dusche und dann können wir weiterfahren. Tschüss. Ja, das ist wohl so, ne? Die besten Orte findet man immer durch Zufall. Alessandra ist gerade einkaufen. Ich gucke einfach mal bei iOverliner, sehe dann da geschlossenes Schwimmbad. Und jetzt sind wir hier an so einer Flussgabelung. Also hier kommen 2 richtig dicke Flüsse, die sich hier treffen, da hinter mir. Und wir stehen hier direkt auf der Wiese. Und eigentlich ist hier ein Freibad. Also eigentlich dürften hier keine Hunderinnen und normalerweise toben hier Kinder und sind alle voll mit Familien. Da hätten wir jetzt natürlich ja keinen Bock drauf gehabt. Aber die sind nicht da, weil hier im Bau ist. Und wir sind ganz alleine. Und ich habe im Internet gelesen, dass hier in der Nacht Aras sein sollen und auch morgens früh. Und darauf freuen wir uns jetzt sehr. Mal gucken. Na los, komm, Bicke, komm, hopp. Wir spielen noch eine Runde. Die hat auch richtig Bock. Na komm, Dicke, komm mit dem Balli. Na komm, wo ist der Balli? Geh mal gucken. Nach diesem anstrengenden Fahrtag erreichen wir endlich einen Ort, der uns sofort wieder entschädigt. Kaum angekommen sind wir von der Natur her am Fluss begeistert. Die Ruhe, die Weite und diese besondere Atmosphäre lassen den Stress der letzten Stunden schnell vergessen. Ein langer und schwieriger Tag endet mit einem wunderschönen Sonnenuntergang über dem Wasser. Cantarolar o sopro do mar, se aventurar
nas preces daqui. Lá vem o sol, o pai da manhã. Lá vem o sol, o pai. Am nächsten Morgen stehen wir extra früh auf, weil wir unbedingt die Aras sehen wollen. Der Mond steht noch am Himmel, es ist dunkel, aber die Vögel sind schon unterwegs. Zuerst hören wir sie nur, aber später im Baum finde ich sie. 2 blaue Aras, es ist wunderschön. Ein perfekter Start in den Tag. Wir fahren noch ein kleines Stück flussabwärts und suchen uns einen neuen Platz am Wasser. Doch bevor es weitergeht, steht erstmal ein großer Waschtag an. Durch Malis Krankheit hat sie inzwischen Schwierigkeiten, ihre Blase vollständig zu kontrollieren. Deshalb müssen wir unseren Bus einmal komplett reinigen. Matratzen, Decken und der ganze Rest. Aber genau das ist eben auch Teil unserer Reise. Nicht jeder Tag besteht nur aus Abenteuer und schönen Momenten. Manchmal heißt es auch anpacken, sauber machen und weitermachen. Und am Ende freuen wir uns umso mehr über unseren kleinen Platz am Fluss. An dieser Stelle möchten wir uns beim Sponsor des heutigen Videos bedanken, Pocketbook. Pocketbook begleitet uns jetzt schon eine ganze Weile und was wir daran so toll finden, ist, dass wir A, keine Bücher mehr im Auto haben, eine ganze Bibliothek mit uns haben und die Geräte ja auch staub- und wasserfest sind. Das heißt, gerade an Orten wie Amazonas, draußen auf dem Campingplatz, im Staub, ist es natürlich super toll. Mich begleitet das Inkpad EO, mit dem ich eben auch Notizen machen kann. Ich kann lesen darauf, aber ich kann eben auch Notizen machen für unsere Videos. Und Alessandra ist total begeistert vom Inkpad Color 3, weil sie hier ihre Bücher lesen kann und immer eine ganze Bibliothek mit sich hat. Und ich bin froh, dass ich den ganzen Kram nicht im Auto habe. Wenn ihr mehr über Pocketbook wissen möchtet, dann findet ihr unterhalb unseres Videos in der Beschreibung Links zu den beiden Geräten und zur Website von Pocketbook. An der Stelle nochmal danke, weil ohne Sponsoren wie Pocketbook wäre diese Reise überhaupt nicht möglich. Ja, das Letzte, was wir noch übrig haben aus der Kolonie Independencia, frisch, ich meine, muss halt langsam weg, jetzt sind wir schon seit über einer Woche unterwegs, ist Wurst. Wurst. Willi-Wurst und Thüringer Rostbratwurst, ist auch so geil, Thüringer Rostbratwurst an einem Fluss in Brasilien. Hier gibt es natürlich ganz, ganz tolles Essen, also keine Angst, wir sind nicht blöd und wir wissen, dass die Brasilianer super leckeres Essen haben, aber nichtsdestotrotz muss die Wurst weg. So, und was macht der Berliner mit Thüringer Rostbratwurst? Jetzt könnte ich es mit Senf essen. Ah, kein Sauerkraut? Nee, wir machen eine Currywurst. Knallhart eine Currywurst mit Willi-Wurst. Und das wird lecker. Aber mit einem Salat dazu, damit es nicht ganz so fett macht. Also mache ich jetzt erstmal eine
wie sagt man, eine improvisierte Currysoße, ein bisschen Ketchup, Curry, Tabasco, scharf machen. Bisschen Wasser übrigens als Tipp, wenn ihr Ketchup nehmt, ist ja viel zu süß eigentlich. Kann man mit 30% Wasser aufdünnen. Wenn man viel Curry reinmacht, ist es danach wieder genau richtig. So, das machen wir jetzt. Und dann gibt es heute lecker Currywurst am Fluss. Cool. So, und damit das Fett nicht so ins Auto spritzt, weil das sieht immer so extrem scheiße aus, machen wir da jetzt einfach mal ein Handtuch hin mit Magneten. Das sollte eigentlich ausreichen. Guck mal. Ah, schön. Buona idea. Ja, ne? Und was da wäre? Genau, damit. Also, als wir das letztes Mal gemacht haben, sah das so scheiße aus, dass wirklich das Fett hier runtergelaufen an der Tür und das kriegst du ja gar nicht wieder ab. Also, da wir ja nur mit dem Schlauch reinigen, war das dann bestimmt auf dieser Tür, bestimmt für 3 Monate. Und musst ja richtig mit dem Schwamm und Reinigungsmittel, da musst du halt mit dem Schwamm und irgendwie Shampoo ran, aber das machen wir ja nicht. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das so funktioniert. Das sieht schon mal ganz gut aus. So. Pfanne. Also ich habe da jetzt 30% Wasser drin und das ist immer noch dickflüssig. Muss ich ein bisschen mehr rein. Und es ist einfach viel zu süß. Also Ketchup ist einfach generell viel zu süß. Völlig unnötig. Wir wollen ja nichts Süßes essen, sondern wir wollen ja lediglich eine Soße haben zu dem, was wir essen. Perfekt. Sehr schön. Und scharf. Ich habe von Freunden aus England ein so scharfes Pulver bekommen, also ich vertrage. Ja. Also ich vertrage richtig. Aber das Zeug hier, das ist der Endgegner. Also richtig, richtig, richtig krass. So. Pietro? Was ich mir angewöhnt habe, seitdem ich versuche, so wenig Kohlenhydrate wie möglich zu essen, Ketchup ist eine Ausnahme, ist, dass ich die Sachen auch gar nicht mehr in Öl anbrate, sondern generell in Schweinefett. Ist viel bekömmlicher, es ist viel besser für den Bauch, es gibt viel weniger Transfette, ist einfach viel gesünder und als dieses blöde Pflanzenöl. Ja, kann ich nur empfehlen, funktioniert super, hat man ja früher auch so gemacht. Man hat ja früher selbst Krapfen in der Bäckerei im Schweinefett gebraten und deswegen waren die auch so lecker. Und nicht wie heute trocken innerhalb von 5 Minuten. So. Ich esse 3. Currysoße und scharfes Pulver. Hier. Schön. Guten Appetit. Guten Appetit. Ein Cuchillo, vielleicht.
Wir sind absolut froh, dass wir diesen wunderschönen Platz am Fluss gefunden haben. Denn langsam merken wir, dass sich etwas ändert. Je weiter wir nach Norden kommen, desto näher kommen wir dem Regenwald. Die Landschaft wird grüner und die Geräusche um uns verändern sich. Und plötzlich sind da Vögel, die wir vorher noch nie gehört haben. Wir sind gespannt, was uns dort erwartet und wie sich die Reise weiterentwickeln wird. Auch am nächsten Morgen stehen wir wieder früh auf. Und zum Glück geht es Mali inzwischen immer besser. Sie hat wieder mehr Energie und vor allem wieder deutlich mehr Lust, mit uns weiterzureisen. Vielleicht denkt sie sich ja, wenn wir jedes Mal an so tollen Orten anhalten, dann komme ich gerne mit. Und wahrscheinlich ist sie genauso gespannt wie ihr, was als nächstes kommt. Für heute ist aber Schluss. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Woche.